Und damit herzlich willkommen zum 133. City Update auf dem Kanal Kasi Brickborn. Heute geht es hier weiter. Ich werde die selbstgemockte Schiene, die Monorail-Schiene, hier aus dem Berg verlängern. Natürlich in der Originalfarbe, das heißt in Light Bluish Gray. Schauen, wie die erste Stütze auch der Schiene aussehen soll. Und wie wir das hier mit dem ganzen Kabelgewurscht hinkriegen. Das wird alles nicht so einfach, aber ich kriege das schon hin. Die unterschiedlichsten Steine habe ich schon für die Schiene hier mal zusammengestellt, denn wir fangen gleich an zu bauen, denn so wie hier in Blau wird sie natürlich außerhalb im Berg nicht aussehen. Das ist klar. Also ich fange mal an und melde mich gleich wieder. Was ich auch zuvor machen musste, ist komplett den Schienenlauf hier einmal verändern. Es hat sich ein bisschen was getan. Wir haben ein zusätzliches langes Abstellgleis dazu bekommen. Vielleicht können wir von da aus auch nochmal woanders anschließen. Auch das ist eventuell ja mal möglich. Ja, hier musste ich also dann eine richtige Kurve einbauen, denn das Tunnelportal der Zugstrecke wird hier entstehen und das Tunnelportal vom Transrapid wird hier hinten entstehen. So möchte ich gerne die Stützen der Schiene machen. Das heißt, die stehen ja leicht schräg und die sind auch ganz einfach gebaut. Ihr seht hier diesen Stein mit der Rille drin. Da habe ich gleich diese 5 Bricks langen genommen und das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So, wie komme ich aber jetzt von diesem Winkel auf einen geraden Winkel, dass ich letztendlich die Schiene befestigen kann? Und die Schiene selbst muss ich ja auch jetzt noch erst entwickeln. Beziehungsweise, ich zeige euch mal, wie. Also dieses Teil hat mich jetzt richtig Nerven gekostet. Das kann ich euch wirklich versprechen. Es ist Wahnsinn. Ich zeige euch mal, wie ich das gebaut habe. Hier unten sind die Stützen dann dran. Die machen wir auch gleich nochmal dran. Aber erstmal zeige ich euch, wie das gebaut ist. Das ist mit diesen Clipsen gemacht, wie man sieht. Und das funktioniert soweit richtig klasse. Hier unten habe ich diese Elemente einmal reingetan. Diese Knickelemente hier. Das ist stabil, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist echt sagenhaft. Ja, und wie gesagt, so kann ich natürlich super gut von einem V-Winkel, ich zeige euch das mal hier, diese Geschichte ist jetzt einmal schon fertiggestellt, nach oben hin schön gerade werden und darauf mocken wir jetzt die Schiene. So, das ist erstmal die Schiene, wie sie auf den Berg soll und oder in den Berg soll, also wirklich ganz einfach gestaltet. Das Grundelement, wenn man von hier aus mal schaut, ist tatsächlich dieses. Also sehr einfach zu bauen. Jetzt müssen wir das Ganze hier nur noch ein bisschen von oben befliesen. Das wäre erstmal das, wo noch keine Stütze drunter ist. Aber wir haben ja schon gesehen, das müsste eigentlich super passen. Und das stelle ich doch gleich einmal auf und ja, zeige euch das einfach mal. Ja, das hat doch schon mal was. Auch der Winkel von oben gesehen, die Stützen nicht zu breit gemacht, eigentlich wie im Original. Das sieht richtig klasse aus. Ja, ich habe es jetzt nur mal ganz locker draufgelegt. Ich versuche es mal zu zeigen. Das müssen wir natürlich dann später alles noch bebauen und vor allen Dingen, wie der Anschluss genau aussehen soll. Die Schiene ist auch irgendwie noch ein bisschen zu flach unten drunter. Das Original gucke ich mir gleich nochmal an, das Originalbild, und dann werde ich das dementsprechend auch nochmal abändern. Ich bin jetzt wieder ein ganzes Stück weitergekommen mit der Schiene. Da mir das hier unten nicht gefallen hat und sie tatsächlich unten auch so aussieht wie hier, finde ich, sieht das von der Seite richtig stark aus. Von oben sieht man ein bisschen was. Und ja, das gefällt mir richtig gut. Diese Ausbuchtungen sind da. Ich habe mal geguckt, wie weit ich mit den Stützen auseinander gehen soll. Und diese Länge von, ich weiß gar nicht, wie viele Bricks das jetzt waren. Ich bin mal jetzt so auf 26 wahrscheinlich. Unterschied zwischen den Stützen. Finde ich gar nicht ganz so schlecht. Sieht gut aus, kommt im Original und im Größenverhältnis ungefähr sehr nah. Ja, jetzt muss ich hier noch ein bisschen weiterbauen. Das mache ich auf jeden Fall noch. Und danach gehen wir mal mit dem ganzen Kram zum Berg, damit ich euch das da mal so ein bisschen zeigen kann, wie das Ganze in Zukunft an der Stelle mal aussehen wird. Ja, jetzt ist erstmal noch einiges zu tun, aber das kriege ich dann jetzt letztendlich auch noch hin. Bis gleich. So, ich habe das Ganze mal hier ganz locker eingebaut, hier aufgelegt kann man sagen. Ihr seht, die Plate ist gar nicht richtig fest hier und von daher... Ja, deshalb muss ich auch aufpassen, dass mir das ganze Ding gleich hier nicht runtersegelt. Also, jetzt geht's los, weitere Planung. Da an dieser Stelle das Tunnelportal für den Transrapid hinkommen wird, ungefähr tatsächlich hier, brauche ich hier an dieser Stelle kein
abnehmbares Element mehr, weil dort kann ich abnehmen, hier kann ich reingreifen. Das heißt, wir können ab hier komplett fest verbauen. So, dann heißt es versuchen, diese Ecke irgendwie vernünftig hier rumzukriegen mit einem vernünftigen Gefälle. Das wird nicht so einfach von hier runter bis hier dann quasi unter der Stütze her. Die Stütze ist auch noch wird noch ein bisschen kleiner wahrscheinlich sein, weil hier wird noch Gelände sein, weil wir müssen das Gelände hier bis zum Tunnelportal hinkriegen, auf jeden Fall. Und dann so leicht schräg hochgehen. Das klappt aber irgendwie. Auch hier diese Stütze wird nicht diese Länge haben, denn wir werden hier auch Gelände haben und die Stütze wird vielleicht hier oben erst beginnen. Also das ist jetzt richtig Planungsgeschichte. Dieser Knubbel hier unten muss auch noch weg, den setze ich wahrscheinlich dann hier hin. Das muss richtig harmonisch aussehen. Und das ist die nächste Idee oder die Planung für die nächste Runde, würde ich sagen. Eventuell aber auch tatsächlich hier oben, da bin ich mir noch nicht sicher. Aber ich denke, irgendwie geht's los. Ich habe genug Material da, das ist überhaupt kein Problem. Und deshalb starten wir einfach erstmal mit dem Gelände. Ich werde dafür natürlich dann dementsprechend wieder hier die Schiene rausnehmen, das ist ganz klar. Sonst kann ich nicht vernünftig bauen, aber ich werde sie zum Anhalten immer kurz mal, ja, also ich werde sie dran halten hin und wieder, um zu schauen, wie es wirklich passt. Es wird nicht einfach. Irgendwo starten wir auf jeden Fall. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit den Zugfahrten und da freue ich mich auch schon drauf. Und heute fährt mal wieder mein großes Dampflokmok. Wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und ich habe mich entschlossen, während die Züge gefahren sind, tatsächlich hier oben erst tatsächlich zuzumachen. Denn wenn das hier fertig ist, komme ich da oben wieder schlechter dran. Also da oben geht's los und dann geht's weiter mit dem Berg. Bis dahin. Tschüss!